So, zum Wochenfazit der Woche 22, erste Juniwoche 2022. Und das war eine recht turbulente Woche, richtig tough. Und zwar einfach durch das, dass unser Designer, der Christian, diese Woche, die letzte Woche vor seinem zweiwöchigen Urlaub da war. Und wir einfach die Druckfreigaben für den A4-Planer und für die Business-Einlagen und die X17-Hefte einfach nur durchbringen wollten unbedingt. Und wenn es irgendwie geht, auch das Daybook. Und von daher war es ziemlich spannend. Deswegen lautet das Fazit: durchbeißen, abschließen, vertrauen. Denn das waren die drei Dinge, die hier uns wirklich weitergeholfen haben und das Ganze letztlich dann auch zu einem guten Abschluss gebracht haben. Und durchbeißen ist ein Bild eigentlich aus der Tierwelt. Wir kennen das, diese Nagetiere, die sich hier mit ihren Mundwerkzeugen durch härtere Gegenstände auch durchbeißen, den ganzen Baum durchbeißen. Und das ist ein gutes Bild auch für uns, die wir uns durch schwierige Sachen einfach durchkämpfen müssen. Und interessant ist, dass dazu der Mund irgendwie ein geeignetes Instrument ist, aber nicht so sehr das Reden, sondern das Tun, das Zubeißen, ja, und dann wirklich hautnah in Kontakt mit dem Problem, mit dem Widerstand zu sein, wenn nicht gar schleimhautnah. Und das ist sehr aufschlussreich. Ja, hier gilt es eben ganz nah dran zu bleiben. Hier ist dann wirklich eine tägliche Prioritätenliste gut. Und ich habe das in dem Zeitraum in der Woche jetzt jeden Tag gemacht, um einfach die Kommunikation klar zu haben, auch zu wissen, wie der andere oder wie wir ihm Zeit haben und wie wir uns aufeinander abstimmen können, wann jemand anderer da ist und bis wann was geliefert werden muss. Auch habe ich unsere Druckereien angefragt, ob sie denn dann, wenn wir liefern, ob sie denn dann das wirklich gleich bearbeiten, dass das auch weitergeht und wir den Softproof wieder zurückbekommen, damit wir hier das dann auch letztlich korrigieren und freigeben können. Und da zählt dann wirklich jede Stunde und die kann auch immer ganz anders sein. Das heißt, man muss immer, so wie im das Navi auch, immer sich aktualisieren und immer gucken, passt es noch alles. Man muss nachfragen, ob was weitergeht oder ob man irgendwas helfen kann auch. Das war das Thema von letzter Woche, in die Bresche springen. Aber man muss wirklich dranbleiben. Und der andere Aspekt ist noch, dass es eben auch unangenehme Dinge sein können. Und das geht halt auch nicht, dass man so eine Kette oder irgendeine Arbeit von der Kette, die hier erfüllt werden muss, dass man die eben dann liegen lässt. Von Prio B-Aufgaben und Prio C-Aufgaben keine Rede, weil die müssen dann zurückstehen, wenn hier eine Prio A-Aufgabe da ist. Sie können ja danach wieder gemacht werden, aber jetzt erstmal sind sie nicht dran. Aber es gibt auch schwierige Dinge und daher kommt auch das Fazit ein bisschen, weil Claudia zum Zahnarzt musste, schon länger hinausgeschoben hatte. Und nachdem sie ja, wie vielleicht manche wissen, eine ganz extreme Kindheit mit wirklich schwerster Folter erlebt hat, ist eben der Zahnarzt nicht so unbedingt das optimale Setting. Und von daher gilt dem hier auch dieses Durchbeißen, sich den Ängsten hier zu stellen und Möglichkeiten zu finden, wie man das doch eben schaffen kann. Das ist auch ein schönes Bild auf Durchbeißen. Und die gibt es ja laufend auch in
auch in Projekten oder in unserem ganzen Leben sind es eigentlich die großen Hindernisse, um die wir uns immer dann drücken auch und sie nicht, ja, nicht wirklich konfrontieren und anpacken, obwohl es so wichtig wäre. Zweiter Punkt, abschließen. Ihr wisst, dass wir Kalender machen und das ist eine sensible Sache, weil andere Menschen sich auf unsere Daten verlassen. Also insofern geht es hier wirklich um Qualität und das ist uns sehr wichtig, die auch zu liefern. Aber es geht natürlich dann auch noch insgesamt, dass nicht so viele Fehler drin sind, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so schlimm sind. Aber es schaut einfach nicht gut aus und man muss eben dann entscheiden, wann ist jetzt der Punkt, wann kann man abschließen. Da ist es dann so gut, wenn man nicht alleine nur drauf schaut, sondern wirklich nur andere gut drauf schauen. Eine große Hilfe, wo man dann irgendwie auch beruhigter ist, weil man ja nicht der Einzige war, der hier QS, Qualitätssicherung, gemacht hat. Und dritter Punkt und letzter Punkt, Vertrauen. Letztlich weiß man einfach nicht, ob man, wie es dann läuft und wie es dann rauskommt, ob es letztlich alles gut zu Ende geht, weil wir haben ja auch keine Macht irgendwie über unsere Druckerei, wenn irgendwas ist, was dazwischen kommt, oder wir hatten schon, dass irgendwann was falsch gedruckt war oder so. Und da hilft uns einfach dann, dass wir es eben abgeben, ja, dass wir dann Gott vertrauen. Letztendlich, wir müssen sagen können für uns, ja, das, was uns möglich war, das haben wir getan. Und jetzt müssen wir es abgeben und müssen wir einfach vertrauen. Ja, und das ist dann auch die Basis auch und auch der eigentliche Grund auch von diesem Ruhetag, der jetzt kommt, dieser 7. Tag, wo wir eben nicht arbeiten, wo wir wieder durchatmen, wo wir wieder auftanken, wo wir wieder zu uns selber kommen, wo wir nicht wirklich dann auch ganz bewusst nicht an die Arbeit denken oder uns Sorgen machen, sondern uns um die wichtigeren und schöneren Dinge kümmern. In diesem Sinne, das wünsche ich auch euch, einen gesegneten Sonntag, gesegneten Ruhetag und Erholung und dass ihr einfach richtig auftanken und euch freuen könnt auch. In diesem Sinne, alles Gute, Gottes Segen, bis zum nächsten Mal. Euer Nikolaus Ursteiner.